So gemeint, das war so am Stück bei der OuterWorlds. Ah, ich muss zum Robo hoch, ne? Nimm das mal mit, da kommt nicht lang, da auch nicht. Gab's da nicht eine Treppe irgendwo? Ja, dann schon. Gehen wir da hoch, laufen links, laufen geradeaus. Haben parallel mal wieder die Menschheit gerettet. So, hier auf dem Greeting protocols suspended. Checking for gyroscopic alignment. Gyroscopic alignment confirmed. Ja, Rizos thanks you for your assistance. Ich habe Erfahrungspunkte. So. Roboterschrott im Spektrum, das war nicht das. Dann machen wir es mit dem Roboschrott. Dann müssen wir außerhalb des Geländes wieder raus. Ach nö. Ja, aber da noch. Ach so. Übergang zum Steuerhaus. Hässlicher Tourist. Wo liegt da Müll? Wenn sie es auf irgendeine Art oder Weise verstehen, komme ich auch wieder hoch. Ah ja. Hat keiner gesehen. Steuerungsingenieur. Das ist doch erinnert. Beep, beep, beep. Timeline discrepancy detected nearby. This empty bottle of spirits does not belong to any known corporate brand. Suspicious residue detected. Wissenschaftsorganisation an Ethanol. Jemand brauchte Schwarz-Schnaps aus Antiseptika. Excellent deduction, Inspector. Imbibing of unauthorized beverages is strictly prohibited under Rizzo's company law. Ingredients include antiseptic alcohol, sucrose, and unidentifiable miscellaneous organic material. Closest match. Counterfeit spirits available at the Piraeus spaceport. Beep, beep, beep. Wish I had a telescope like this back in the Vale. Of course, the company probably would have scrapped it for parts. Ist doch okay. Man muss Prioritäten setzen. Inoffizielle Protokolle. Bericht von Berühmten. Ich habe gesehen, wie Spencers Wurich 4 Mahlzeiten bestellt und alle wieder zurückgeschickt hat. Was für ein erlesener Gaumen. Am letzten hat sich Halcyon Helen auf der Terrasse ein Spektrum genehmigt. Die Stars sind irgendwie doch wie wir alle. Ein paar von den Rangers haben sich an und in einem der Springbrunnen geprügelt. Ah ja. Nächsten paar Stunden hat die Gärtnereinheit die Blumen wieder aufgerichtet. Lustig. Stationsbingo. Nichts Relevantes. Klarer Himmel, fernischer Sturm, bla bla bla, okay. Hat sich als erfahrungstechnisch Schildbaum doch gelohnt? Naja. Ups! Ach, wie könnte das noch passieren? Das ist was kaputt gegangen. Wish I had a telescope like this back in the Vale. Ja, ich will da gerne Of course, durchgucken. the company probably would have scrapped it for parts. Na, dann kommt mal mit, Mädels. Oh, was haben wir da denn? Klopf, klopf. Uiuiui, wird mir jetzt mal nicht schwer, was geklaut hat. Eieiei. Da eh keiner hier ist. Wird so niemand vermissen. So. Schönes Wetter heute wieder, ne? Schöne bunte Bäumchen. Tote Touristen. Ratatatat. Das soll ich ja mit Dinger nicht auf die Augen halten. Ja. Mal gucken, ob wir das wirklich hinkriegen, dass man rausfindet, weil die Herz und Hell getötet hat. Aber dann mach's mal ab. Hallo.
You're back. Any luck finding what we need for the Terra Ray grounder? Yep. Excellent. I should finally be able to get this thing working. Here, take this. It's the least I can do for all your help against those leathery abominations. Oh, wait. There's one more thing. You don't happen to have a pinwheel, do you? Ja. It'll help generate electricity as we move through the atmosphere. Plus, all Rizzo's products are supposed to have an element of whimsy. Great. I'll give you a nice bonus if you bring one back to me. Wow, was ist das für ein Lecker, Alter? Finde ein Windrädchen. Jesus, ich muss das echt machen. Ich finde es eh schade, dass wir da die eine Quest nicht fertig kriegen. Okay, we'll spend 20. Echt jetzt? Mann, ich will doch noch runterhüpfen. Danke. Au. Da bin ich vorhin vorbeigelaufen. Nö. Ich hätte mir so viel Weg sparen können. Da kommt ja schon braucht man ein altes Bauteil noch. Oh mein Gott, ey. Und will ich einfach am Arsch gehen. Das wird so viel alles einfacher machen. Naja. Red noch sein Windrädchen jetzt. Also bin ich glücklich. Dann eben hat's noch geklappt. Ich will nicht. Hallo. Wow, was war denn das? Jetzt müssen wir runterkommen. Aber hier. Aua. You're back. Any luck finding? Ach, halt die Fresse. Hier, der Dreckswindrädle. It sure is. I'll finally be able to give those winged monstrosities what for. Here's your pay for helping me put the finishing touches on this thing. Anschließend wäre eine Schande, wenn eine tolle Maschine ausstößt. Me too. And if a few other bits keeps it safe, they're yours. Geht doch. Thanks again for your help, Inspector. Was verloren, Windrädchen. Ich hätte sogar ein Palde. Wo haben wir denn aufgehört? Steuer ausgefunden hast, lassen vermuten, dass Bertie vorgehabt hat, sie ein Maskottchen zu treffen. Mal kurz gucken. Wir gehen mal kurz raus hier. Hey, warte mal. Ist da drüben? Kann es auch nicht gewesen sein? Nee. Was ist schon hier, was wir hier zu tun hatten? Was ist die Quest? Ja. Der Küche. Ja, sowas machen wir das doch. Hier lang. Vielleicht nochmal gucken müssen, was wir da. Ja, aber das ist questtechnisch eigentlich durch. Abgeschlossen.
Wie ist das Original? Ja. Keine verbockt bis jetzt, cool. Weißt du, wir schon abgeschlossen haben, du Digga. Na, ich glaube, mit Schnellreise sind wir doch besser dran. Drüben müssen wir hin. Warum das unscharf ist, würde mich manchmal interessieren. Hallo, danke. Ja, laufen wir mal. Laufen wir schon rausfinden. Barschen Owners beschafft den Sicherheitsauftrag in der Küche und spricht mit Dr. Goodnight. Dr. Goodnight! Sprech mal mit der gute Lady. Sehr viel Laufarbeit hier. Ja. Ja, ist blöd. Ich glaube, man hätte die Quest schon ein bisschen besser abarbeiten können. Yuck it up now! Okay. Merkwürdiger Scheiß, Mann. Bei Ihnen alles gut, Ma'am? So. Na, was er random Dudes findet, irgendeinen Scheißmacher. Naja. Aber es ist eine Sicherheitsaufnahme jetzt. Ja, da oben. Warte mal. Warte, wo eine Treppe die hochgeführt hat. Ja, da. Ah ja, Dr. Inspector, Goodnight. not a moment too soon. I've just finished my autopsy report. Dann lass mal hören. Könntest du dir bitte die Hände waschen, bevor du etwas aushändigst? Du wirkst ein wenig zu begeistert, was die ganze Sache angeht. Ruth Bellamy was killed by plasma damage to the upper vertebrae, the occipital bone, and the cerebellum. If it's any consolation, her death was instantaneous and painless. I've also discovered a poisonous compound in Miss Bellamy's stomach lining ingested during her last meal. Toxic, but not enough to kill her. Spencer Woolrich complained of a stomach ailment around the same time period. I assumed he was being, you know, Spencer. But now I'm not so sure. Jemand hat offensichtlich einen Giftmord anhören versucht. Sicher, dass es nicht nur das Hotelsen war. Oh, most certainly. Well, possibly they were trying to make her extremely uncomfortable, but I suppose killing her would also satisfy that criterion. The thought occurred to me. I tested this hypothesis by vacating the contents of my stomach and testing for the presence of the same toxin. Slightly elevated levels of mercury and an alarming amount of blue food coloring. But other than that, no. I'm certain it wasn't, as you put it, just the hotel food. Du hast bitte was getan? Na schön, hat jemand definitiv versucht, sie zu töten. Wahrnehmung. Als wir miteinander gesprochen haben, hast du sie Ruth Bellamy genannt, nicht Herz und Herren. Oh, how curious. I do believe you're right. I wonder if this has something to do with the autopsy process. She was Halcyon Helen up until the moment I brought her to the operating table. But as soon as I cut her open, I stopped thinking of her as Halcyon Helen. It's almost as if she stopped being an icon and became a human being. Unangenehme Wendung genommen. Ah ja, das ist ziemlich makaber, Doc. You're a freelancer of some repute. Surely you're no stranger to seeing the interior organs of a human being. Although, I suspect you do most of your work with a gun and not a scalpel. Ich habe bemerkt, dass auf deinem Terminal Patientenprotokolle zu finden sind. I do keep logs of every patient I treat. Despite appearances, I'm not merely a coroner. I'm also the Grand Colonial's only, and therefore greatest, doctor. Ist das denn zulässig?
Okay, jetzt wirst du mit deiner Arbeit sehr glücklich. I don't see the conflict of interest. As the hotel's doctor, I attend to the health of my patients when they're alive. As the coroner, I attend to my patients when they're dead. If I do my job as a doctor, I rarely have to call upon my skills as a coroner. And if a patient dies under my treatment, my coroner's report practically writes itself. Sollte ich mich diesen Job umbringen, möchte ich nicht, dass du mich meiner Leiche auf weniger als 50 Meter näherst. Zumindest hast du Spaß an der Arbeit. Hier. Oh, don't worry. I'm not gonna harvest your precious organs. Salvaging is more Sublight's purview. I'm with Slug. We're different. We're professionals. What I'm about to tell you, do me a favor and keep this between us. That's what I like to hear. I'd much rather work for Slug than Rizzo's. Rizzo's makes a great show about the happiness of its workers, but I think it's all rather artificial. I'm paid well. I work hard. I'm given respect and a reasonable degree of freedom. Cedric Kincannon runs a tight ship. Most of us enjoy working for Slug. Will there be anything else? Nö. Scheiße. Ah! Ist definitiv tot. Kann ich nur schreiben. Okay, der einzige in der Küche Essen hatte selbst mit der Aufnahme nicht entlassen. So, also müssen zwei. Ja. Aha! Halt die Fresse. Next up. Müssen wir schon jetzt dahin, ne? Aha! Ah, da drüben ist es. Okay. Da können wir von unserem Hotelzimmer aus erledigen. You're here. I hope you have the photon proto-distributor, or we're never leaving this damn facility. That was from the Twin Spies. I played a sentient mechanical. Ask me anything at all. I might even give you a straight answer. Indeed. The agonizing bowel pain was most undignifying. While I've certainly had no shortage of inadequate hotel meals, this was most explicitly pronounced. I suspect poison. And who would be most likely to poison me but Chef Anwar? Oh, we've clashed almost non-stop about his slop preparation. He must have tainted my meal in retaliation. Will dir irgendjemand anders sein als der Koch, der dir Schaden zufügen wollte? Wieso hast du wegen deiner Bauchschmerzen nicht die Klinik aufgesucht? Laut der Gerichtsmedizin wurde Helen ebenfalls vergiftet. None that I can think of. I treat all hotel staff equally, and with the minimum level of respect that they deserve. Is that a jibe? Could you imagine the tabloid headlines? Spencer Woolrich, Aetherwave star, spotted in gastronomic distress. Oh, unseemly hardly describes the half of it. Yeah. How alarming! Whoever targeted her was certainly targeting me. I can only thank my ironclad constitution that I'm standing here before you. Sag mal nichts dazu. Very well, then. Ah, ja. Oh, have you now? Please do go on. Don't leave me in suspense. Ich habe einen Fleisch mit verdorbenem Schnaps gefunden. Hatte vielleicht was mit deiner Vergiftung zu tun. That, yes. Yes, I distinctly recall ordering an alcoholic beverage with my meal.
This hotel is certainly bringing a new meaning to the phrase rotgut. Management shall receive the complaint to end all complaints. I'm quite used to being breathlessly watched. Nein, das sagen wir dem jetzt nicht. Ich traue dem nicht so recht. So. Sprich mal Koch anwarm, machen wir. Ja, die Fresse zur Lobby. If it's brown, drink it down. Da ist er. Yes? Are you here for the double rack of smoked sprat? Well, I'm sorry to disappoint you. Oh, don't give me that look. Let me see if I can pencil you in for later. Actually, what am I saying? I can't do that. I'm booked for the next month. You'll have to make a reservation. Redest über Essen, kümmere dich doch, gerade geschehen Verbrechen gar nicht. Oh, auch kein Räuchersprat. Wie wäre es mit einem Purple glasierten Mörtelblankensteak? Ich bin hier, um den Bart von Herz in den Hals zu ermitteln. Ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Weren't you listening? We're reserved solid for the next month. I'm sorry, but you'll really need to order in advance. Redest du über Essen? Ich verstehe. Bring mir etwas. Was? Wollkäse, Quark mit gebratenen Bananen. Is this some kind of a joke? We're not able to take on new orders at this time. I told you. No, we don't. Why are you doing this? Please stop. Here, just take it. Just take it and don't ask me for anything ever again. Yeah. Crime or no crime, I must keep my head on my work. One does not simply become the head chef in all of Eridanos by fretting over irrelevant happenings. Ich bin hier, um Mord von Hals in Hals zu ermitteln. Ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Ich finde, du solltest schon mal etwas Kopf zerbrechen. Mit der Abregelung kommst du an keine frischen Zutaten mehr. Irrelevant. Ja. Well, that's not entirely true. There are the purpleberry orchards and... No, you're right. I can't afford to skimp. Who exactly are you anyhow? What is it you want? Zum eine Frage stellen. Ich will Herz in Hals Mörder fangen. Ich schätze, danach würde ich gerne etwas ausspannen. Ich sag keine Ahnung, warum ich hier bin. Alle sagen mir, ich wäre Inspektorin. Oh, you're the inspector they told me would be coming by. Now I feel like a buffoon. Yes, you can ask me what you like. Though, I don't know how much help a chef can be. Zubereitet, du scheinst mir auf dein Buch fixiert zu sein, was du zum Mordzeitpunkt der Küche. Du sagtest, du bist Hotelchef Koch. Wie ist das so? I prep dishes day in and day out for guests, and while I doubt their palates are refined enough for my flavors, the work is rewarding. After all, I can take pride knowing that I simply am the best cook this side of Halcyon. No one else can even hope to compare. No. As it so happens, I was down in the employee break room. I wasn't taking an unsanctioned break, of course. I was merely fetching ingredients. Of course I did. I would never allow anyone else to touch the meals of so important a guest. Einsätze meinst du war vergiftet. Bist du dir sicher, dass niemand sonst beteiligt war? Well, yes, I'm positive. Why? Wenn Helm vergiftet wurde und sonst niemand die Essen angerührt hat, musst du es gewesen sein, oder? Irgendwas da dran klingt seltsam. Warum erzählst du mir nicht die Wahrheit?
Oh my law, this is the end, isn't it? My mother always warned me that the culinary world was too dangerous, but I didn't heed her warnings. Spencer Woolrich and Bellhop Owens were underfoot in the kitchen as I was preparing Helen's meal. Either one of them could have tampered with the food when I was fetching ingredients. Das ist ein etwas dünnes Alibi. Weshalb soll ich dir noch ein Wort glauben? Was du nicht gleich gesagt hast, zu Helens Essen, worauf dich gelassen hast? Hast du eine Ahnung? Könnte... Well, it's a breach of professionalism, of course. Why else would I worry about it? Intelligenz war eine typische Halcyon-Essenskombination ohne Aussicht, sich in einer Säure verwandeln. What? Truly? That's an alarming business oversight. Instead of volatile chemicals, the corporations should put barbiturates in everything. Everyone likes barbiturates. But I don't believe that was a risk with Helen's meal. I was, up to something else. I may have taken some time to engage in a teensy bit of recreational drinking, and consequently, I may have been somewhat less than coherent after preparing Helen's meal. Ah ja, das ist ein etwas Alibi, wird glauben. Mr. Woolrich often finds the hotel's meals wanting. He seems to enjoy complaining in person. While I could appreciate someone with a discerning palate for once, I believe that Mr. Woolrich simply enjoys the attention he gets from us. Though don't tell him I said as much. If you wish to speak with him, Mr. Woolrich can most likely be found in his suite on the VIP guest floor. He's usually there if he's not poking around here. Mr. Owens? Yes, but not specifically. Owens often procures exotic ingredients from the creatures at the Wilderness Exploitation Reserve. Our guests can be rather particular. Let's not talk about the incident with the Raptidon pheromone glands. It's always hard to say when Owens might be back. If I were you, I'd make a trek to the reserve myself. Otherwise, who knows how long you'll have to wait. Okay. I understand your reluctance, but... Oh, I just remembered. The kitchen security camera. It'll prove I'm telling the truth about everything. Constable Keene has access to the security footage in her office at the spaceport. If you visit her, you can figure out what truly happened with Helen's meal. Thank you for your understanding, Inspector. I'm sure you'll find the true culprit before long. Gut oder schlecht, je nachdem. Achso, das haben wir schon gelesen. So, dann sprich ich mit Hotel schon ohne das Wort dafür verantwortlich, Weisheit eine VIP-Gäste zu bringen. Deutet es ohne Vergebung könnte. Der Hotelbarsch wurde zuletzt auf dem Weg zur Naturwertungsreservoir gesehen. Gut. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Ich hab's Gefühl, aber er ist tot. Warum? Warum soll es nicht so sein? Wer weiß. Aber es finden wir jetzt in dieser Folge raus. Dann kann der Dank fürs Zuschauen mit dabei sein. Irgendwelche crazy Leute hier unterwegs wieder. Wie vorhin. Die rumballern und Hotelgäste belästigen. Nö. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.